Letzten Samstag ist Thiessen Arena live gegangen und in diesem Video erfahrt ihr meine Meinung zu dem Spiel und ob es wirklich so viel Spaß macht, wie alle erzählen. Ich teste es seit dem 1. Dezember und verrate euch meine persönliche Strategie. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, es ist ein MOBA, in dem ihr euch entweder alleine oder im Team gegen andere Spieler durchsetzen müsst. Spielen könnt ihr es auf PC und Mobile. Wenn ihr euren Account erstellt habt, bekommt ihr 3 Free-to-Play Charaktere. Jeweils einen aus den 3 verfügbaren Klassen Assassin, Marksman und Tank. Oh, you seem funny. I bring the peace, but I'm ready for war. Assassinen sind schnell im Angriff und darauf aus, dich so schnell wie möglich zu finishen. Rise and shine. Marksman sind Damage-Dealer mit hoher Reichweite, aber mit wenig Leben, und Tanks haben eine hohe Lebensanzahl, aber dafür eine sehr geringe Reichweite. Jeder Hero hat eine individuelle Spezialattacke und kann 2 weitere Skills manuell aus einem Pool auswählen, der für alle gleich einmal die Woche neu durchgewürfelt wird. Ich werde in dem Video kein komplettes Tutorial geben. Das könnt ihr euch nachher auf dem Kanal von Kryptonit anschauen. Er hat da ein sehr gutes Anfängervideo für euch erstellt. Und mir hat es auch sehr weitergeholfen. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und lasst schöne Grüße von mir da. Also, lasst uns direkt auf die Fragen eingehen, die euch am meisten interessieren. Kann man mit dem Spiel Geld verdienen? Muss ich etwas investieren, um verdienen zu können? Und warum zum Fick ist Bitcoin auf 47.000 Dollar gefallen? Die ersten beiden Fragen kann ich euch gerne beantworten. Also erstmal, ja, man kann mit dem Spiel Geld verdienen. Beginnen wir mit der Free-to-Play-Variante. Heißt, ihr investiert nichts und möchtet Geld allein durchs Spielen verdienen. In dem Fall hoffe ich, dass euch einer eurer 3 Helden gefällt, weil ihr erstmal nur diese habt, um im Ranking nach oben zu kommen. Hier seht ihr das Belohnungssystem der ersten Season. Eine Season läuft immer 60 Tage und ist bis dato der einzige Weg, über den ihr Free-to-Play den THC-Token erspielen könnt. Beim aktuellen Preis von THC verdient ihr also schon 3,36 $, nur wenn ihr das Tutorial erledigt. Ganz so leicht ist es leider nicht. Es gibt nämlich eine Auszahlungsbarriere. Und zwar müsst ihr den Bronze-Status 1 erreichen und das ist schon ein ordentlicher Grind. Diese Barriere fällt weg, sobald ihr einen Helden auf dem Marktplatz gekauft habt. Das bringt uns zur Investment-Variante. Bevor ihr aber blind einen Helden kauft, testet sie in der Trainingsarena. Ich habe für mich die Marksman-Klasse entdeckt, aber jede Klasse und jeder Charakter hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Don't let boundaries limit you. Deswegen testet es. Play of the gun, Yoki the hunt. Gibt nichts Schlimmeres als mit einem Charakter zu grinden, der euch keinen Spaß macht zu spielen. Wenn ihr das Video heute seht, habt ihr noch bis morgen, Sonntag um 13 Uhr, Zeit, euch 2 Kisten zu kaufen. Hier habt ihr die Wahl zwischen der 150 $ Common und der 300 $ Epic Kiste. Achtet hier nur darauf, dass in der Epic Kiste auch zu 33% ein Common Hero drin sein kann. Wir haben gestern schon ein paar Kisten aufgemacht und das kam dabei raus. Oh mein Gott, ist Genau, hier ist mein Internet abgeschmiert, aber zum Glück hat er mir die Clips zukommen lassen. das ist ein Kamen und... United we stand, Na. divided we fall. Okay. Zweitschlimmster Pool. Ah, shame on me. Ah, den muss ich erstmal im Practice Tool ausprobieren. Okay, cool. Aber ich habe meinen ersten NFT. Das ist das Wichtigste. Geil, geil, geil. Danke. EZ. 3, 2, 1, go! Das dauert immer ein bisschen. Just a little bit. Okay, es ist ein normaler und es ist... Hi, it's me, Kallian. Es ist okay, Leute. Es ist okay. Aber es ist nie der Champion, den ich haben will. Wäre schade. Aber ich glaube tatsächlich, dass der ein bisschen was wert ist. Dann kann ich den vielleicht auch im Marketplace zumindest verkaufen. Das war mein zweiter Hero auf jeden Fall. Der Sweat.
Rammen. Carrion. Ach ja, süß. Den habe ich auch. Ja, Smitty. Jo, nice. Der GZ. Na, dann jetzt mal schauen, ob da noch mal eine weitere Kiste folgt. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier, ihn will ich haben. Benjamin. One time, baby. Und One time. oh. Und let's go. Komm, 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 komm. Ich kann nicht mehr klopfen. 66%. Jawohl, und ist nebig, ist nebig. So choose Ah, wisely, nice. because I don't play fair. Morod, den kenne ich gar nicht. Aber GZ? Danke, danke. Sniper, Ist auch der ein richtig Marksman auf stark. jeden Fall. Ja, direkt den zweiten hinterher, ne? Jetzt ein Legendary, komm schon. Ja, genau. One time, baby. Nur kein Kommen. Oh. Nur kein Kommen. Ja, Oh. United we stand, divided we fall. Aber mit einem Rare Skin. ja, immerhin. Ja, aber du bist ja trotzdem im Plus, glaube ich. Ja, Break-Even bist ein bisschen plus auf jeden Fall. Ersten Truhen hat Daylight geöffnet. Er ist jetzt auch Streamer auf dem Crypto Games Deutschland Discord und streamt fast täglich auf Twitch. Lasst ihm gerne ein Follow da, falls ihr Interesse an Crypto Games und gutem Gameplay habt. Falls ihr mit uns zusammen Thiessen Arena und andere Kryptospiele spielen oder euch einfach nur austauschen wollt, kommt gerne auf dem Discord vorbei. Den Link zu Daylight und dem Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Immerhin konnte ich einen Epic-Helden aus meiner Lieblingsklasse ziehen. War nicht mein Favorit, aber auch nicht schlecht. Dann habe ich mir noch einen Benjamin gekauft, da er mir beim Testen am meisten Spaß gemacht hat. Aber wie verdient man jetzt mit den Helden Geld? Hier seht ihr, wie viele THC-Kämpfe ihr mit dem Charakter insgesamt machen könnt. Nehmen wir den gekauften Benjamin und die Solo-Arena als Beispiel. Insgesamt könnt ihr mit ihm 16 bezahlte Kämpfe und 27 Kämpfe pro Tag machen, bei denen ihr Powerpunkte verdienen könnt. Ist die maximale Kampfanzahl der Helden erreicht, dann könnt ihr auch keine Tokens mehr mit ihnen erfarmen. Ihr könnt sie natürlich weiterspielen, aber keine THC-Tokens mehr aus Kämpfen generieren. Euer Einkommen aus dem Spiel ist hier wirklich skillabhängig. Je besser ihr seid, desto mehr Tokens verdient ihr. Ich habe mich bisher auf die Solo-Arena konzentriert, weil ihr sonst in den Team-Battles stark abhängig von euren Mates seid. In der Solo-Arena startet ihr mit 11 anderen Spielern auf einer Map und dann müsst ihr ums Überleben kämpfen. Je höher ihr ins Ranking kommt, desto mehr THC-Tokens verdient ihr. Erster Platz 5 werdet ihr bezahlt. Deshalb ist es strategisch wichtig, nicht am Anfang direkt den Helden zu spielen und Kämpfe mit anderen Spielern zu suchen. Weil, wenn ihr früh sterbt, verliert ihr nicht nur ordentlich Fortschrittspunkte, sondern ihr verdient auch kein Geld. Daher müsst ihr hier eure Überlebenskunst unter Beweis stellen. Aus den Kisten bekommt ihr Buffs, es können aber auch Bomben drin sein, die euch ordentlich Schaden reindrücken. Es ist ein Battle Royale Modus, bei dem die Grenze sich mit der Zeit immer enger zusammenzieht und dadurch die Map immer kleiner wird. Ihr kennt den Modus aus anderen Games wie Call of Duty oder Fortnite. Die Inspiration des Modus kam übrigens aus dem Film The Hunger Games. Jedenfalls lohnt es sich nicht am Anfang den Helden zu riskieren, da es kein Boni für ausgeteilten Damage oder Kills gibt. In dem hohen Gras seid ihr für die Gegner nicht sichtbar. Wollt ihr also eure Gewinne maximieren, versteckt euch und sniped ab und zu verletzte Gegner weg, aber bleibt sonst auf Distanz. Im Endgame bzw. wenn ihr im Geld seid, könnt ihr dann das Risiko erhöhen. Gerade die Marksmen haben keine Chance im Nahkampf gegen die beiden anderen Klassen. Daher lasst den Kreis nicht zu klein werden und geht früh genug in die Offensive. Werdet ihr Zweiter, bekommt ihr 9,7 Tokens. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr um die 11 Tokens. Lasst euch einfach mal 2 Runden mit 2 verschiedenen Helden auf erhöhter Geschwindigkeit durchlaufen, damit ihr einen ersten Eindruck bekommt.
Lasst uns jetzt noch etwas genauer auf den THC-Token eingehen. Er ist in etwa vergleichbar mit dem SLP-Token von Axie Infinity. Der Token kann unlimitiert generiert werden. Das heißt, es werden täglich Tausende durch die Games generiert und um den Wert zu halten bzw. dem Wertverlust entgegenzuwirken, braucht es Stellen im Game, wo die Tokens geburnt werden. In der Praxis heißt es, dass man irgendwo den Token wieder ausgeben können muss. Wenn keiner bereit ist, die aktuellen Preise für den Token zu bezahlen oder sie zu burnen, wird er immer weiter fallen und irgendwann nur noch wenige Centbeträge wert sein. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, diesen Markt zu balancen. Daher kann man seine verdienten Ingame-Tokens nur in neue Free-to-Play-Helden reinvestieren. Da man mit denen aber wiederum keine Tokens außerhalb der Saison verdienen kann, wird es bei weitem nicht ausreichen, da die Auszahlung die Spieler am Ende mehr reizen wird. Meine Prognose ist daher, dass der THC-Token noch sehr weit fallen wird, denn die größte Verkaufswelle des Tokens steht noch an. Das ist wichtig zu verstehen, weil die meisten Anfänger denken, hey, das Game ist cool, der Token muss doch weit nach oben gehen, investieren dann in den Token, aber verstehen den Nutzen dahinter nicht. Wenn ihr den Nutzen hinter dem Token versteht, könnt ihr auch eure Investmentstrategien anpassen. Jetzt den Token auf PancakeSwap zu kaufen, wäre also kein schlauer Move. Es gibt einfach keinen guten Grund, warum der Token die nächsten Tage steigen, bzw. warum man in ihn investieren sollte. Verbrennt euch hier bitte nicht die Finger. Wenn wir nämlich die Tokens auszahlen wollen, sehen wir, dass wir erst nach 9 Tagen auszahlen können und das betrifft nicht nur mich, sondern alle Spieler. Ihr könnt euch vorstellen, was mit dem Tokenpreis in 9 Tagen passiert und ihr könnt euch auch vorstellen, wie stark das euer Einkommen minimiert. Es ist also ziemlich schwer möglich, jetzt zu versuchen, sein reales Einkommen auszurechnen. Der Token kann an dem Tag locker auf 5 bis 10 Cent oder noch tiefer droppen. Burning-Maßnahmen reichen also bis jetzt von vorne bis hinten nicht aus, um den Preis zu stabilisieren. Wie gehe ich jetzt also vor und was ist mein Plan mit den THC-Tokens? Ich versuche mir immer das Szenario auszumalen, das am meisten Sinn ergibt. Kann natürlich auch anders kommen, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. Denkt daran, das ist keine Finanzberatung, sondern nur meine Meinung und es soll euch zum Verständnis und Schutz dienen. Wenn wir also damit rechnen, dass wir nicht viel Geld für unsere Tokens bekommen werden, ergibt es auch keinen Sinn, zu dem Zeitpunkt zu verkaufen. Daher werde ich die Tokens einfach halten und sammeln. Das Team hat angekündigt, weitere Burning-Mechanismen einzubauen, was den Kurs langfristig wieder nach oben bringen sollte. Wenn man den THC-Token also kaufen sollte, dann in 9 Tagen am absoluten Tiefpunkt. Niemals vorher. Wenn das Team dann ein Gefühl dafür bekommt, wie sich der Kurs verhält, können sie an einem Gleichgewicht arbeiten. Ich würde die Tokens aber maximal als kurzfristige Trading-Position sehen und niemals als Langzeithold und daher würde ich auch relativ schnell meine Gewinne realisieren. Nehmen wir den Axie Infinity SLP Kursverlauf, dann wollt ihr genau in diesem Bereich verkaufen. Timing ist hier also absolut wichtig. Wenn ihr grundsätzlich denkt, dass das Spiel eine Zukunft hat, ist deren Governance Token THG interessanter für euch. Wenn wir wieder den Nutzen in den Vordergrund stellen und uns die Roadmap ansehen, müssen wir hier nach Punkten suchen, die tokenrelevant sind. Die natürliche Nachfrage nach einem Token steigt natürlich auch mit dem Nutzen eines Tokens. Hier finden wir schon das Hero Rental System. Vermutlich kann man hier seinen Helden verleihen gegen eine Zahlung. Es liegt nahe, dass mit dem THG-Token bezahlt wird. Gilden können eventuell was kosten und womit könnte es bezahlt werden? Richtig, THG. Wenn du in Zukunft, by the way, Teil unserer Gilden werden willst, komm gerne auf den Discord-Server. Dann haben wir Pets und noch viel wichtiger, Staking. Staking ist immer ein wertvoller Punkt für die potenzielle Wertsteigerung, da wir Tokens verdienen, indem wir Tokens zur Verfügung stellen. Heißt, wir generieren passives Einkommen und je nachdem wie lukrativ es ist, wird es für ein hohes Kaufinteresse sorgen. Die anderen Punkte sind natürlich auch alle cool, aber das waren jetzt erstmal die wichtigsten Punkte, die den Token langfristig positiv beeinflussen können. Keep it simple und informiert euch, bevor ihr Geld auf die falschen Tokens schmeißt. Im Notfall fragt lieber einmal nach, bevor ihr investiert und holt euch so ein paar Meinungen ein. So, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, es macht echt richtig Spaß. Also mich reizen die bezahlten Runden nochmal etwas mehr, daher habe ich nochmal in ein paar Benjamins investiert. Das sind meine Helden derzeit und die werden dann täglich runtergegrindet. Ob das Ganze profitabel enden wird, kann ich euch nicht sagen, aber es macht sehr viel Spaß und das ist erstmal das Wichtigste. Je besser wir natürlich performen, desto höher ist auch unser Einkommen. Nur denkt daran, dass euer Einkommen hart Timing abhängig ist. Kann auch mal 2-3 Monate dauern, bis der Token steigt. Ihr macht also mehr Geld, wenn ihr das Geld nicht direkt benötigt, langfristig denkt und verkauft, sobald der Preis hoch ist.
Es ist aber tatsächlich jetzt mein Nummer 1 Game geworden, was den Spaßfaktor angeht. Ich hoffe, das Video konnte euch einen guten ersten Eindruck vom Spiel geben und ich werde sicher irgendwann ein Folgevideo hochladen, in dem ich mein erspieltes Einkommen zeige. Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein paar Stunden in dem Spiel verbringen werde. Empfehle ich dir also das Spiel? Wenn du das Genre magst, test es auf jeden Fall an und wenn du gut in dem Spiel bist, lohnt es sich vermutlich auch, einen Helden zu kaufen. Wenn du die Art von PvP-Games nicht magst, empfehle ich es dir nicht. Allein des Geldes wegen wird dich das Spiel nicht glücklich machen und es gibt genug Alternativen in anderen Genres. Wenn du dich mit mir und der coolsten deutschsprachigen Community zu Thiessen Arena austauschen willst, klicke hier bei Crypto-Games aktivieren auf die 7 beim 6. Block. Dadurch öffnet sich links die Spielekategorie mit allen wichtigen Channeln. Danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.